Das Hakenkreuz triggert uns. Zu Recht. Seit 1920, ein Symbol der Nationalsozialisten, wurde die Hakenkreuzfahne 1935 die offizielle Fahne des Deutschen Reiches. Damit wurde das Hakenkreuz zum Symbol einer Macht, welche 11 Millionen Menschen in Lagern ermordete und einen Krieg begann, in dem etwa 70 Millionen Menschen starben. Doch woher kommt dieses Zeichen? Warum haben die Nationalsozialisten es gewählt? Und sagt man Hakenkreuz oder Swastika? In der wissenschaftlichen Literatur hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg dafür die Bezeichnung Swastika mehr oder weniger durchgesetzt, wobei diese Bezeichnung an sich problematisch ist, weil die Swastika selbst ein bestimmtes Symbol vor allem im Hinduismus und im Buddhismus bezeichnet, also auf dem indischen Subkontinent bzw. im asiatischen Raum verheimatet ist, und das stellt uns natürlich vor Probleme, wenn wir hier Exponate im europäischen oder mit der europäischen Kontext betrachten. Daher finde ich persönlich, dass die schlichte Bezeichnung Hakenkreuz, denn das ist, was es ist, ein Kreuz mit Haken, die entweder linksläufig oder rechtsläufig sind. Deswegen denke ich, dass die Bezeichnung Hakenkreuz, auch wenn sie tabuisiert ist seit dem Zweiten Weltkrieg, genauso wie das Zeichen selbst, die treffendere Bezeichnung ist, als wenn wir konkret von einer Swastika sprechen, die es in diesem Falle ja nicht ist. Heute ist das Hakenkreuz in Deutschland ein verbotenes Symbol. Und doch wollen Menschen sich wieder unter ihm versammeln. Seine Geschichte im Nationalsozialismus leugnend oder sogar gutheißend. Und ist ihnen dieses Symbol zu heiß, dann versuchen sie auf andere auszuweichen. Oft in der Zeit des Nationalsozialismus veränderte Versionen historischer Symbole und Zierelemente. Mit dem Hakenkreuz wollten die Nationalsozialisten zeigen, dass sie als Deutsche eine lange Geschichte hatten. Ich würde sagen, das ist eine zufällige Hinwendung zu einem Graubereich von Esoterik, rassistischen Theorien und antisemitischen Elementen. Gelehrtenkreise, Esoterikergemeinden, die weit ab einer akzeptablen wissenschaftlichen Grundlage schon seit Jahrzehnten operiert haben, glaubten in dem über Asien und Europa verbreiteten, in archäologischen Kontexten aufgefundenen Hakenkreuz-Symbol Spuren einer überlegenen Rasse der Vergangenheit zu entdecken und versuchten mit diesen Ideen einer rassischen Überlegenheit auch die deutsche Nation als einmalige in der Geschichte, eine einmalige Rolle verfolgende Gemeinschaft aufzubauen. Es lag also nahe, sich ein germanisches Zeichen zu suchen und damit zu behaupten, dass die gleichen Leute seit 2000 Jahren auf dem gleichen Gebiet lebten und somit einen Anspruch darauf hätten. Aber war das Hakenkreuz ein germanisches Zeichen? Kurioserweise ist das Hakenkreuz, das die Zuschreibung bekommen hat als germanisches Heilszeichen, eigentlich gar keine germanische Entwicklung. Wenn man versucht, die Spuren, die es in Europa, in der europäischen Geschichte hinterlassen hat, ein bisschen zu sortieren und einzuordnen, wird ziemlich schnell klar, dass es ein Zeichen ist, das in vielen Kulturen in Europa bekannt und gebraucht wurde. Beispielsweise in der Stufe Hallstatt C kommt es vor, es kommt bei den Etruskern vor, es kommt in der Latènkultur vor, bei den Minoern kommt es vor, also überall im Mittelmeerbereich finden wir es. Aber bei den Kulturen, die die Römer als Germanen bezeichnet haben, finden wir das Zeichen eigentlich erst ab dem Zeitpunkt, wo sich der Kontakt zwischen beiden Gruppen intensiviert. Auch Archäologinnen zucken bei einem Hakenkreuz zusammen. Doch sie wissen, es ist nur ein Element unter vielen. Und die Bedeutung, die es heute hat, hatte es vor 2000 Jahren nicht. Wir Archäologinnen begegnen natürlich immer wieder bei Ausgrabungen in Museen Hakenkreuzen, und das triggert uns. Wir geben den Hakenkreuzen eine ganz andere und eine tiefere Bedeutung, als sie vielleicht zu der Entstehungszeit dieser Objekte gehabt hat. Die Nationalsozialisten wollten also zeigen, dass die Deutschen eine eigene alte Kultur gewesen sind, indem sie ein Zierelement, das die rechtsrheinischen Stämme von den Römern übernahmen,
zu ihrem Zeichen machten. Ein Element, das in vielen Kulturen vorkam und fast überall öfter als bei den sogenannten Germanen. Wir finden Hakenkreuze auf ganz alltäglichen Gegenständen, wie zum Beispiel Webgewichten, Kochtöpfen oder auch auf Fußböden zum Beispiel. Unter den ganzen Verzierungen, die wir im archäologischen Fundgut erkennen, nimmt das Hakenkreuz eine ganz kleine Masse nur ein. Wir finden viele, viele andere Verzierungen, aber es springt uns durch unsere Vergangenheit, durch unsere Geschichte im Zweiten Weltkrieg so wahnsinnig ins Auge. Also war das Hakenkreuz als sprechendes Symbol wohl doch nicht geeignet. Diese Leute suchten gleichzeitig nach dem versunkenen Kontinent Atlantis oder einem mythischen Land Thule im Norden. Sehr vernünftig waren diese Ansätze nicht. Wenngleich in einer Zeit, denken Sie an den Ersten Weltkrieg, die großen wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen Verwerfungen dieser Zeit, wenngleich auch Wissenschaftler und in akademischen Fragen gut ausgebildete Leute, Verschwörungstheorien und Ideen einer rassischen Überlegenheit alles andere als abgeneigt waren.